Die Stadt Schwedt hatte in der Zwischenkriegszeit rund 10.000 Einwohner und war von der Tabakindustrie und dem stationierten Militär geprägt. Wo heute eine moderne Wohnbebauung steht, befand sich in der Zwischenkriegszeit ein Krankenhaus mit 40 Betten. Die Leitung hatte unter anderem der Sanitätsrat Dr. Hans Lobeck inne. Lobeck war eine bedeutende Schwedter Persönlichkeit, ein Arzt, Visionär, ein Wohltäter. Er entstammte einer wohlhabenden Familie, studierte in Berlin und promovierte in Greifswald. 1882 ließ sich der Mediziner in der Schwedter Schlossfreiheit mit einer Allgemeinarztpraxis nieder. 55 Jahre war Lobeck als Arzt in Schwedt aktiv und wurde von den Patienten und den Kollegen hoch geschätzt. Als Arzt setzte sich Lobeck vor allem für bessere hygienische Bedingungen in der Stadt ein. Er veranlasste unter anderem die Errichtung einer Abwasserleitung vom Juliusturm ausgehend in Richtung Oder. Auch die Aufschüttung des Stängerhains wird Lobeck angerechnet. Noch heute ist hier eine Grünanlage erhalten. Zudem ermöglichte er bedürftigen Bürgern eine Krankenhausbehandlung, wichtig vor allem in den wirtschaftlich schlechten Zeiten der Inflation. Der kinderlose und unverheiratete Dr. Lobeck setzte Zeichen. Er investierte sein Vermögen in die Stadt. 1935 wurde in Schwedt eine neue Flussbadeanstalt eröffnet. Lobeck hatte dafür die finanziellen Mittel bereitgestellt. Zusätzlich gründete er 2 Stiftungen. Auch dieses Kapital sollte ausschließlich zum Wohl der Stadt und seiner Bürger eingesetzt werden. Ich verstehe diesen Stiftungskram nicht. Ist doch gar nicht so kompliziert. Dr. Lobeck hat eine Stiftung gegründet und die Stadt beauftragt, von den Zinsen des Stiftungskapitals bestimmte Projekte zu realisieren. Zum Besten der Stadtgemeinde Schwedt, oder? Genau. Na, so viel sind 55.000 und auch wieder nicht. Was heißt RM? Reichsmark. Und verglichen mit der heutigen Kaufkraft wären das immerhin 286.000 Euro. Also gar nicht so wenig. So gesehen. Dr. Lobeck hatte Visionen für Schwedt. Er plante eine umfassende Aufwertung der Innenstadt. Friedhöfe sollten verlegt, Tabakscheunen abgerissen und Stadtvillen gebaut werden. Institutionen wie Kindergärten und Jugendherbergen sollten das gesellschaftliche Leben voranbringen. Große Pläne hatte Lobeck außerdem für die wirtschaftliche Entwicklung und Infrastruktur der Stadt. Schau mal hier, ein Brief von Dr. Lobeck. Jeder, der sich mit diesen Dingen eingehend und lange beschäftigt hat, wird mit mir als ehemaligem Dezernenten der Verkehrs-, Verschönerungs- und Friedhofskommission zu der Überzeugung gelangen müssen, dass die Stadt ohne Verlegung des Bahnhofes und der Friedhöfe nach außerhalb und ohne Ausbau der Lindenallee zur Villenstraße kaum eine Möglichkeit zur Verschönerung, Vergrößerung und einer Entwicklung zur Industriestadt hat, trotz ihrer vorzüglichen Lage zwischen Berlin und Stettin. Interne Streitigkeiten kamen Lobeck in die Quere. Trotzdem lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und die Geschichte dieses besonderen Schwedter Ehrenbürgers zu erkunden.